Konsequenzen von Scheinselbstständigkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum es zu einer Prüfung auf Scheinselbstständigkeit kommen kann. Auftraggeber oder Auftragnehmer können sie selbst veranlassen, sie kann aber auch durch eine Anzeige von außen oder durch eine standardmäßige Kontrolle stattfinden. Häufig erfolgt die Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung im Rahmen einer regulären Betriebsprüfung, die mindestens alle 4 Jahre stattfindet. Sie kann aber auch vom Finanzamt, einem Arbeitsgericht oder einer Krankenversicherung durchgeführt werden. Eine weitere Instanz ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Hauptzollämter. Die Konsequenzen einer Scheinselbstständigkeit sind ernst zu nehmen, weil sie sogar bis zu einer Freiheitsstrafe reichen können. Es gibt verschiedene relevante Bereiche: Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Strafrecht. Sozialversicherungsrecht. Wenn entdeckt wird, dass ein freier Mitarbeiter eigentlich abhängig beschäftigt wurde, müssen Auftraggeber die nicht geleisteten Beiträge zur Sozialversicherung in der Regel für bis zu 4 Jahre nachzahlen, meist für beide Seiten. Hinzu kommen Säumniszuschläge, sodass sich eine ganz schöne Summe ergeben kann. Steuerrecht. Auch die nicht entrichtete Lohnsteuer muss nachgezahlt werden, ebenfalls in der Regel für 4 Jahre. Immerhin haften beide Seiten hier gemeinsam, sodass der Auftraggeber nicht die gesamte Last tragen muss. Die erhobene Umsatzsteuer und damit auch die Vorsteuer sind nicht mehr gültig und es kommt zu einer komplizierten Rückabwicklung. Und im Bereich Arbeitsrecht? Hier kann der bisherige Auftragnehmer zum Arbeitnehmer werden. Diesen Status kann er im Streitfall sogar gerichtlich geltend machen. Ist er erfolgreich, erhält er zum Beispiel Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie auf bezahlten Urlaub und ist durch die Regelung des Kündigungsschutzgesetzes geschützt. Ordnungswidrigkeit und Strafrecht. Wenn ein Arbeitgeber dem Finanzamt die Lohnsteuer des Arbeitnehmers mit zumindest bedingtem Vorsatz nicht anmeldet und abführt, macht er sich strafbar. Bedingter Vorsatz bedeutet, dass ihm die mögliche Konsequenz bewusst ist und er sie hinnimmt. Die Tat ist mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe belegt. Ein leichtfertiger Verstoß kann eine Geldbuße von bis zu 50.000 € bedeuten. Eine Strafe droht auch dem Arbeitgeber, der die Beiträge des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung mit zumindest bedingtem Vorsatz nicht abführt. Auch hier droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe. Schließlich kann der vorsätzliche oder leichtfertige Verstoß gegen die sozialversicherungsrechtlichen Meldepflichten mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden. Und wie sehen die Folgen für den betroffenen Freelancer aus? Für ihn hat die Scheinselbstständigkeit nicht nur negative Konsequenzen. Er kann, wie gesagt, eine Festeinstellung einklagen und zum Arbeitnehmer bei der Firma werden, mit allen Rechten und Pflichten. Andererseits muss er Lohnsteuer und eventuell einen Teil der Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Die Rückabwicklung der erhobenen Umsatzsteuer ist mühsam und kompliziert. Wie gravierend die Folgen einer Scheinselbstständigkeit für den Freelancer sind, hängt von seinen persönlichen Umständen ab. Für ihn sind die Konsequenzen in der Regel weniger schwerwiegend als für das Unternehmen. Denn die Zahlungen, die der Auftraggeber leisten muss, können für ihn sogar existenzbedrohend werden. Für Unternehmen ist es also besonders wichtig, vorsichtig zu sein.